zusammen, mein Name ist Traude und heute gibt es wieder ein Malvideo von mir. Diesmal mache ich ein Experiment. Die Firma Schminke hat ganz tolle neue flüssige Aquarellfarben auf den Markt gebracht. Seht hier, ich habe da verschiedenste Farben. Und dieses Aquarell, was ich mit euch machen werde, ist sehr spontan. Ich liebe diese spontanen Aquarelle. Sie schauen dann nachher so luftig und locker und leicht aus. Und dazu benötige ich heute ein eher glattes, satiniertes Papier. Die Firma Hahnemühle stellt da sehr gute Papiere her, die ich nur wärmstens empfehlen kann. Und natürlich auch werden wir einen Pinsel benötigen. Meine Lieblingsfirma ist die Firma Da Vinci. Gestern habe ich euch den ganz tollen Limited Edition Pinsel vorgestellt. Heute will ich euch meinen Zauberpinsel vorstellen, den ich immer vor dem anderen Pinsel benutzt habe. Das ist der Da Vinci Spin Synthetic. Gibt es in groß und in klein. Die malen fast von selbst. Und auch diesen Pinsel, mit dem kann man sehr schön Blätter machen. Alles von der Firma Da Vinci. Teilweise Synthetik, teilweise Naturhaar. Und dann möchte ich heute auch noch einen Maskierstift vorstellen von der Firma Kreul. Damit kann man die Flächen bemalen, die dann später weiß bleiben sollen. Wir brauchen noch dazu heute wieder einen Wassersprüh, eventuell diese Malspachtel und vorbereitet habe ich natürlich wieder meine Abreißpalette, wo ich die Farben dann eventuell mischen kann. So, und jetzt geht's los. And now a short explanation for my English visitors. I'll try a watercolor painting with this new watercolor fluid from Schminke. I have some colors here and I will try it. I need a brush from Da Vinci and I have a new masking marker from the firma Kreul, and this I want to show you now. So, jetzt nehme ich den Maskierstift und mache eine kleine Vorzeichnung. Ich bleibe da eher im abstrakten Genre. Meistens arbeite ich von der Fläche ins Detail, lasse die Farben einmal fließen und schaue dann, was entsteht. Jetzt muss das Ganze getrocknet werden. Jetzt ist das alles trocken und jetzt schauen wir mal, was diese Farben, diese flüssigen, so hergeben. Ich muss gestehen, ich mache das jetzt auch zum ersten Mal. Und zwar habe ich jetzt da die Farbe Bernstein. Die schaut sehr nett aus. Dann werde ich auch noch ein bisschen Sienna gebrannt dazugeben. Momentan sieht man noch keinen Unterschied. Vielleicht etwas Rot, Scharlachrot. Und Cyanblau. Bin schon gespannt, was da jetzt draus entsteht. Ah, Indigo. Ja, das verwenden wir später. Jetzt befeuchte ich das Papier und ihr seht gleich den Effekt.
irgendwie eine lustige Sache. Kunst und Malerei soll ja Spaß machen, vor allem. So, und jetzt werde ich das mit dem Pinsel noch etwas nachbearbeiten. Ich glaube, so sieht man das besser alles. Ich versuche jetzt einmal das Blau zu verteilen. Das Blau ist ganz heikel, weil sobald die gelbe Farbe in das Blau rinnt, wird es natürlich grün. Und das will ich an manchen Stellen absolut vermeiden. Sonst bleibt nämlich überhaupt nichts mehr von dem Blau. So. Und ihr seht überall dort, wo ich den Maskierstift aufgetragen habe, haftet jetzt keine Farbe. Ich werde es euch genauer zeigen. Hier sieht man es ganz gut. So. Ich finde, das schaut schon mal sehr nett aus für den ersten Schritt. Das ist so ein richtiges abstraktes Bild geworden. Und ich kann natürlich jetzt auch noch im Nachhinein Farben raufgeben. Hier werde ich ein bisschen was Dunkles hinein, das ist ein Indigo. Bei dieser Farbe reichen eigentlich ein paar Tropfen. Und jetzt sprühe ich wieder mit dem Wasser drauf. So, der erste Schritt für mich wäre getan. Jetzt werde ich dann das Ganze einmal trocknen lassen, um für die Detailausarbeitung weiterzuarbeiten. So, jetzt habe ich das vorsichtig mit einem Föhn getrocknet. Man muss wirklich aufpassen, mit dem Föhn verblasst man sehr leicht die Farbe. Bei diesem Motiv hier stört es nicht, aber wenn ihr ein genaues Motiv habt, ist es vielleicht nicht gut. Nun möchte ich diese Maskierflüssigkeit entfernen. Die sollte man auch zeitnah entfernen bei diesem Stift. Also das Blatt nicht länger als einen Tag irgendwo liegen lassen, weil sich das dann so ins Papier einfrisst, das bekommt man dann nicht mehr runter. Das habe ich schon getestet. Ich gehe jetzt einfach her, fahre mit dem Finger drüber und ruppel quasi diese Maskierflüssigkeit, die auch manchmal Ruppelkrepp genannt wird, genau aus diesem Grund, entferne ich das. Und jetzt bleibt das weiße Papier frei. Bei der Aquarellmalerei ist besonders das Weiß im Bild sehr wichtig und Details können so ganz einfach mit so einem Stift ausgespart werden. So. Da jetzt das Papier trocken ist, kann ich jetzt quasi die zweite Schicht drüber legen, beziehungsweise Farbe auch teilweise entfernen. Das kommt aufs Papier und auf die Farbe drauf an.
befeuchte jetzt die Farbe an dieser Stelle, wo ich sie etwas reduzieren will, und tupfe dann die nasse Farbe wieder weg. So, hier an dieser Stelle diese Wasserflecken, die natürlich jetzt sehr leicht entstehen, weil das alles sehr, sehr nass war, die kann ich sehr gut mit dieser Methode hier verschwinden lassen. Hier habe ich auch noch einen Wasserfleck, den ich entfernen möchte. Dieses Bild, das da jetzt entstanden ist, sehe ich eher als abstraktes Bild. Ich könnte jetzt noch mit einer dunklen Aquarellfarbe ein paar Details ausarbeiten. Hier zum Beispiel. Aber ich werde hier bei der abstrakten Darstellung bleiben und nicht irgendwie ins Gegenständliche gehen. Diese Farbverläufe hier sind sehr schön geworden. Aber wenn ihr jetzt dann wollt, dann kann man hier im trockenen Zustand, ja, sehr schön, ich zeige es hier, wieder mit einer anderen Farbe drüber gehen, ohne dass man den Untergrund zerstört. Nur bei diesem Bild möchte ich jetzt aufpassen, dass ich diese Leichtigkeit und Spontanität mit strengen Pinselstrichen nicht zerstöre. Und daher werde ich mich jetzt entschließen, dieses Bild einfach mal so stehen zu lassen. Es ist ein Versuch, ein Test. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich über ein paar Likes oder Kommentare, Fragen, Anregungen freuen. Und wie ihr ja schon wisst, die Sachen könnt ihr alle bei mir im Online-Shop bestellen, telefonisch oder per E-Mail. Bis zum nächsten Mal, eure Traude.